Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und ihr seht es schon, wir befinden uns auf dem Kampfmagier, ja, der jetzt gereworked worden ist. Ihr seht es bereits, der Feuerball ist weg, dafür ist ein Komet da und auch das Zeichen des Battle Mages, also dieses Schwert mit dem Zauberstab, was wir ja vorher kannten hier, das wurde auch ersetzt. Es gibt auch natürlich einen Patch dazu, den ich euch gleich mal zeigen möchte. Aber zuerst sehen wir hier uns nochmal an. Der Kampfmagier ist nun, etwas jünger geworden anscheinend. Ne? Vorher hat er ja so einen weißen Bart gehabt. Und jetzt ist er ein bisschen verfärbt auf jeden Fall. Ne? Vielleicht hat er sich auch den Bart gefärbt, man weiß nicht. Auf jeden Fall wurde das hier ein bisschen überarbeitet, das ganze Aussehen des Kampfmagiers. Und ich hatte eben gerade jetzt erst vor 5 Minuten auch gesehen gehabt, dass das überhaupt hier passiert ist heute. Und dann hatte ich auch mal gleich daraufhin ins Forum geschaut, ob es da schon Neuigkeiten zu gibt. Und ja, die gibt es tatsächlich seit heute Vormittag. Und da möchte ich euch jetzt drüber mal informieren. Und zwar gibt es ein neues Update. Hallo Heldinnen und Helden, wir hoffen, ihr hattet schöne Ostern. Update 15.2 erscheint morgen weltweit. Hier ist der Changelog mit allen Neuerungen, Verbesserungen und gefixten Bugs. Neue Features, allgemein, Rework der Klasse Kampfmagier, neues neues Design. Der Feuerball wurde durch den arkanen Kometen ersetzt, Grafik auf dem Klassenauswahlscreen sowie die Kampfanimation wurde angepasst. Das Klassen-Icon der Kampfmagiers wurde ebenfalls dem neuen Design angepasst und stellt jetzt den arkanen Panzerhandschuh samt des arkanen Kometen dar. Ja? So, jetzt das Wichtige aber, das Balancing. Der Kampfmagier griff vorher mit einem Feuerball an. Der Kampfmagier besitzt nun einen arkanen Panzerhandschuh, der zu Kampfbeginn einen arkanen Kometen auf den Gegner entfesselt. Wir werden das Ganze auch gleich mal testen, weil wir hatten das Ganze ja, als der Beta-Server den Kampfmagier angeboten hatte, dass man den testen konnte. Da konnte ich noch nicht ganz so wirklich gucken, wie verhält sich das jetzt nun im Vergleich zu anderen Gegnern, weil ich ja da gar nicht die Erfahrung habe auf so einem neuen Server mit einem anderen Char und so. Und hier auf meinem gewohnten Server, wo ich schon lange die Klasse spiele und seit Tag 1 hier mit dabei bin auf W27, da kann man dann schon mal so ein bisschen beobachten, wie sich das Ganze jetzt in Zukunft entwickelt. Da werden wir auch mal gleich reinschauen. Ja, der Schaden des arkanen Kometen hängt von der Lebensenergie des Kampfmagiers und der Klasse des Gegners ab. Der resultierende Schaden kann dabei maximal 33% der Lebensenergie des Gegners betragen. Okay. Der Rüstungsfaktor wurde von ursprünglich 100% auf 500% erhöht. Die arkanen Energieflüsse verstärken alle Attribute um 11,11%. Das hört sich jetzt erstmal so an, als ob der Kampfmagier irgendwo einen Buff bekommen hat, oder? Also in erster Linie hört sich so an, als ob er irgendwie verbessert worden ist. So. Allerdings weiß man, oder ich weiß es persönlich auch nicht, wie sich die prozentualen Berechnungen aus dem alten Feuerball zusammengesetzt haben, weil der ja auch irgendwo berechnet werden musste und dort habe ich zu 100%ig nicht die Vorlagen, wie das Ganze so passiert. Es war auch lange Zeit wirklich ein Mysterium. Mit dem Feuerball des Kampfmagiers hängt das nur vom Leben ab. Macht ja immer 33% und Klasse und eigenes Leben, Leben des Gegners. Da haben ganz viele Faktoren irgendwo eine Rolle gespielt und deswegen ist das mal schön, jetzt mal so eine Klarheit geschaffen zu haben hier. Ne? Aber erstmal hört sich das ja alles gar nicht so verkehrt an. Rework der Landingpage. So, also ich bin gespannt auch erstmal, wir gehen auch mal gleich in die Dungeons rein, weil vorher ging ja gar nichts bei mir auf meinen Accounts in den Dungeons, beziehungsweise ging schon, aber die waren immer ziemlich knapp gewesen, aber dadurch, dass der
Kampfmagier halt so konstant ist in seinen Schaden, hat sich da nicht viel getan. So, ne? So, machen wir aber mal weiter. Also anscheinend war es das mit dem Battle Mage soweit. Rework der Landing-Page, sf.net, neuer Klient, über die Pre-Registrierung künftig durchgeführt wird. Spieler müssen auf diesem ihre bestehende Charaktere neu importieren. Player.sf Game.net, neuer Client ohne Landingpage. Auch hier müssen Spieler ihre bestehenden Charaktere einmal neu importieren. Serverspezifische URLs werden künftig alle auf player.sfgame.net umgeleitet. Ja, ist so ein bisschen wahrscheinlich eine formelle Sache so. Künftig können maximal 100 Kämpfe markiert und im Postfach gespeichert werden. Offizielle Ankündigung vor der Löschung folgt. Maximal 50 unmarkierte Kämpfe werden automatisch im Postfach gespeichert. Pilzdealer. Die Buttons, um Coupons einzulösen und Pilze über die Offerwall zu verdienen, wurden grafisch durch ein Banner ersetzt. Die globale Umstellung auf das neue Support-System Helpshift wird umgesetzt. Okay, Verbesserung. Implementierung von Infoscreens, neue Designs der früheren Infoboxen innerhalb folgender Klassen. Kann dieser Infoscreen über den sekundären Waffenslot aufgerufen werden. Kampfmagier, Bild des arkanen Kometen anklickbar. Druide, okay, Bade ist nicht so meins. Elevator ab dem 26.05. auf allen Servern über den I-Button einsehbar. Legendary Dungeon ab dem 23.06. auf allen Servern über den I-Button einsehbar. Okay, interessant. Da muss ich erstmal schauen. Oh, lol. Okay. Ja, krass, da gucken wir, warte mal, da bin ich gespannt, da gucken wir gleich mal rein. Gucken wir aber zuerst mal, was hier noch so alles so ist. Balancing Druiden. Wirbelwindsturm wurde zuvor mit 150 freigeschaltet, wird nun schon mit Stufe 130 freigeschaltet. Interessant. Der Schmied wird nun unabhängig von den Fund des Pestnets mit Stufe 90 freigeschaltet. Die Berechnungsformel für die Ausgabe von arkanen Splittern wurde angepasst, um künftig angemessenere bzw. höhere Mengen an arkanen Splittern zu erhalten. UI der Serverauswahldarstellung wurde optimiert. Okay, und hier ein paar Fehler, die behoben worden sind. Gut, mit dem Druiden, da könnt ihr euch das sehr gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Da bin ich jetzt nicht so informiert drin. Genauso bei den Pads, Änderungen, Cooldown. Ja. Okay, also wie gesagt, wenn ihr das hier euch durchlesen wollt, dann stoppt gerne das Video. Aber ich bin jetzt auch, muss ich sagen, wirklich hyped, hier in den hier alles neu zu erkunden, was so der Kampfmagier jetzt hergibt hier, ne? Krass, guckt euch das mal an. Das sind hier komplett neue Informationen, die man so bisher noch gar nicht so hatte, so mit eigenen Fenstern hier drin. Als Kampfmagier machst du deinen Schaden im Kampf abhängig von der Höhe deines Attributs Stärke. Dein Training erlaubt es dir, den arkanen Panzerhandschuh zu deinem Vorteil einzusetzen. Okay, also hier so ein bisschen die Basics. Alter, wie hell ist das denn hier auf einmal drin? Holy shit. Also hier so ein bisschen die Basics wahrscheinlich erklärt, ne? Info, arkaner Panzerhandschuh. Zu Beginn des Kampfes entfesselt dein arkaner Panzerhandschuh die Kraft des arkanen Kometen, der deinen Gegner trifft. Der Schaden dieses Angriffs hängt von deiner Lebensenergie und der Klasse deines Gegners ab. Die arkanen Energieflüsse verstärken deine Attribute um 11,11% und schützen dich besonders gut gegen Angriffe. Ich bin so gespannt mit der Klasse hier, ne? Arkaner Komet. Der arkane Komet fügt deinen Gegner einen Schaden zu, der abhängig von deiner Lebensenergie sowie der Klasse deines Gegners ist. Der dadurch resultierende Schaden beträgt niemals mehr als 33% der Lebensenergie deines Gegners. Also das ist der Maximalschaden. Okay. Prozentualer Schaden. Okay, hier ist noch so ein bisschen prozentualer Schaden bei Magiern und Baden. Ach, der bei mir wahrscheinlich momentan gerade möglich ist, so, ne? Der maximale Schaden. Okay, interessant. Hier haben wir dann bei den Klassen die quasi so ein bisschen die Squishy-Klassen, dann haben wir so die Medium-Klassen vom Leben her, so wahrscheinlich, ne? Und hier sind dann so diese etwas tankigeren Klassen, so wie der Krieger und hier der Battle Mage selbst auch. Ja, das ist sehr interessant.
aber wirklich auch schön gemacht, muss ich mal so sagen. So mit der Info hier, mit den Fähigkeiten. Und jetzt die Werte hier noch. Was haben wir hier? Waffenklasse Krieger, Schadensfaktor 100%, Rüstungsklasse Magier, Rüstungsfaktor 500%, Lebensfaktor 5, maximale Schadensreduktion 50%. Ja, ist nochmal so ein bisschen übersichtlicher alles dargestellt hier jetzt dadurch, ne? Aber echt eine schöne Sache auf jeden Fall. So, jetzt jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt gucken wir mal wirklich als allererstes mal in die Dungeons. Achso, und was ich noch machen wollte, wir sind ja jetzt dadurch, dass wir ja, das sieht jetzt alles so anders aus hier, ne? Dadurch, dass wir ja eine fast only Battle Mage Gilde hier sind auf W27, bin ich gespannt, wie sich das jetzt in der IHOF verhält, weil auf W27 wurde ja damals der Battle Mage released, deswegen ist das so der Battle Mage Server und wir haben hier sehr viele Battle Mages in der Gilde. Jetzt nicht nur, aber ein Großteil, sag ich mal. Ne? Man sieht es ja anhand des Servers schon, dass wir viele Battle Mages hier haben und ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das jetzt auf die IHOF widerschlägt. So, ne? Also, wir switchen immer so 2, 3, 4, 5 Plätze. Mal schauen, ob das so einigermaßen bleibt, ob wir vielleicht noch weiter nach oben rutschen, vielleicht weiter abfallen. Ich bin echt mal gespannt. So, gucken wir mal rein, ja, gegen den arglistigen Abavuvu. Okay, krass. Ja, also die Animation ist auch nochmal ein bisschen anders als auf dem Beta-Server. Weil wir hier jetzt, ich muss mal in die Dings gucken hier, einfach mal in die Ehrenhalle rein. Okay, krass, also die, heftig, also ein bisschen frischer Wind hier für die Klasse hier. Die Animation auf dem Beta-Server war wirklich nur, dass, glaube ich, irgendwie so ein Komet oder sowas, also wie der Feuerball halt nur in einer anderen Farbe rübergeschmissen worden ist. Ne? Nach wie vor ist das eine Klasse, sehr knapp, nach wie vor ist das eine Klasse, die natürlich sehr konstant vom Schaden her ist. Ne? Deswegen nach wie vor wahrscheinlich nichts für Leute. Was war das jetzt? Habe ich hier gerade den Assassin gemacht und zwar mit zwei Schläge hintereinander? Hä? Was ist das denn? Also ich bin hier noch ein bisschen überfordert, muss ich sagen, weil das jetzt ja alles komplett neu ist. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist jetzt, ne? Ja, guck mal. Also warte mal. Das passt sich doch nicht an die Klassen an hier, oder? Dass jetzt, wenn Kampfmagier gegen Kampfmagier ist, dass auf einmal der Panzerhandschuh nicht mehr da ist, oder was, ne? Ich muss das mal jetzt gegen eine andere Klasse testen hier. Wir nehmen mal gegen den Kundschafter. Da ist es jetzt wieder der Handschuh, ne? Also, davon ab, das jetzt dazu, da war es der Handschuh jetzt wieder. Jetzt nehmen wir mal ihn hier als Battle Mage. Hier machen wir einen Assassin-Move. Also, ja, entweder, weiß ich nicht, habe ich mir irgendwas nicht richtig durchgelesen oder so, aber, ja, hier greifen wir zweimal an. Haben wir schon Krieger gehabt hier? Ne, testen wir mal gegen den Krieger. Okay, hier ist es jetzt wieder der Handschuh. Also wenn man gegen die gleiche Klasse kämpft, dann schlägt man zweimal, anstatt einen arkanen Kometen mit seinem Handschuh loszuschicken irgendwie, komischerweise. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das so gewollt ist oder ob das, ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, weil wenn wir auch mal hier in die Beschreibung gucken, dann sehen wir ja hier auch, dass der arkane Komet ja auch schlägt gegen den Battle Mage hier, ne? Nur ist vielleicht ist das auch der Komet, der quasi da getriggert wird, nur ist die Animation irgendwie falsch. Also ich weiß es nicht ganz genau. Also der arkane Komet wird hier halt gar nicht getriggert erst irgendwie, ne? So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt gucken wir mal noch ein bisschen in die Dungeons rein. Wir machen mal ein paar Tries hier noch. Ja, vor allen Dingen halt bin ich gespannt hier auf meinen. Gut, okay, wirklich jetzt gegen einen Magier brauchen wir jetzt hier nicht großartig viel testen. Also, aber ich will das mal trotzdem vom Grundprinzip auf mal gucken. Aber von den Tries her sehen die genauso aus wie die Tries, die ich davor hier auch gemacht habe auf dem Server hier. Also die sind immer sehr knapp, die sind auch sehr konstant, die sind immer kurz vor Besiegen.
aber ich habe ihn nie besiegt. So, so sehen die Tries schon seit Monaten aus hier auf dem Server. Ich habe nur noch nicht wirklich hier, weil ich den Sinn einfach nicht da drin gesehen habe, wirklich extrem krass reingepilzt, weil ich halt einfach, ja, abwarte, bis der von alleine fällt. Ich lege es nicht drauf an. So, jetzt aber mal gegen den Kundschafter hier. Zack, da wird der Komet wieder rausgescheppert hier. Und hier achten wir mal auch auf den Schaden. Es ist immer 208 Millionen. So war es jetzt eben gerade beim ersten Try. 208 Millionen und 1. Genau. Es ist immer der komplett identische Schaden hier gegen Poseidon. Es wechselt jetzt nicht. Dann schauen wir nochmal, das interessiert mich auch nochmal, wir gucken mal auf den Schaden nochmal hier. 24 beim ersten Hit. Ich muss mal gucken, zählen die Hits auch zweimal? Ja, er blockt halt einmal, ne? Blockt der warum blockt? Das ist ein Kampfmagier. Huch, habe ich jetzt meinen eigenen angegriffen? Oh. Sorry. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Nochmal. Okay, also ja, vielleicht heben sich auch die gegenseitigen Kometen auf. Das kann auch sein. Also ich bin hier echt noch ein bisschen überfragt. Falls ihr da eine Antwort habt, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. So, 208,1 ist hier der Schaden gewesen und auch beim zweiten Mal 208,1. So, und das war, warte mal, gegen wen hatten wir? Das war ein Assassine, gegen den wir jetzt gerade gekämpft haben. Und das müsste ja auch hier der Maximalschaden denn sein, ein Assassine. Ja, 208,1. Also kommt's hin. Ne? Und beim Krieger müssten es ja dann 260 sein und beim Magier, obwohl beim Magier, der blockt doch nach wie vor eigentlich, ne? Der blockt doch nach wie vor. Also jetzt der Magier hier in der Schattenwelt, der hatte ja jetzt mein Dings geblockt hier, ne? Ja, der blockt ja den wollte ich jetzt sagen, Feuerball, aber ist es ja jetzt nicht mehr. Mensch, wo sind denn hier Magier außerhalb von meiner Gilde hier? Der blockt ja nach wie vor. Ne? Also kann man den ja mit dem Kometen eigentlich auch gar nicht treffen. Somit ist ja auch hier der prozentuale Schaden eigentlich nichtig, sozusagen. Ne? Ja. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich werde mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt, und beobachten, wo die Reise so hingeht, auch gerade so IHOF-mäßig mal sehen. Aber das war jetzt erstmal so der erste Eindruck von dem neuen Kampfmagier. Bin sehr gespannt und bin aber trotzdem offen auf jeden Fall für Neues, was das angeht. Es macht auf jeden Fall einen soliden Eindruck. Und ja, schreibt mir mal gerne eure Meinung zu der Klasse in die Kommentare, falls ihr auch ein Battlemage spielt und was ihr für Änderungen so festgestellt habt. Bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich warte jetzt erstmal so ein bisschen ab. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Und ja, das war es erstmal soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.